Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweikanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute sprechen wir über das nächste Thema. Wir haben nämlich den nächsten Abgang zu beklagen. Das ist nämlich Ito, der den Verein definitiv verlassen wird. Lasst gerne, bevor das Video beginnt, ein Like und ein Abo da, würde mich sehr unterstützen. Dankeschön an jeden, der das macht. Kurs geht raus an dieser Stelle. So, damit fangen wir direkt an. Die Wege von Tatsuya Ito und dem 1. FC Magdeburg trennen sich. Der Japaner ist nicht mit ins Trainingslager gereist und wird den Club verlassen. Das sind die aktuellen Infos, die wir haben, und das ist zu 100%. Das hat auch Ottmar Schock bestätigt, aber dazu kommen wir dann auch noch. Grundsätzlich ist das schade, weil ich dazu immer als spielverändernden Spieler angesehen habe. Diese Saison war es aber eher nicht das, was wir gebraucht haben, leider. Weil auch meistens das Spiel gar nicht gedreht werden musste. Ausgenommen von natürlich Heimspielen. Aber ja, trotzdem hat Ito meiner Meinung nach einen grundsätzlich guten Job gemacht beim FCM. Tatsuya Ito wird den 1. FC Magdeburg verlassen und in seine Heimat nach Japan zurückkehren. Das bestätigte Sportchef Ottmar Schock am Freitag der Volksstimme im Trainingslager in Side. Ja, da haben wir dann schon die offizielle Bestätigung. Ottmar Schock hat das natürlich dann gesagt. Transparent, so wie er ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein Verlust, menschlich, hundertprozentig. Sportlich, aktuell für die Saison noch nicht. Könnte auch noch ein Verlust werden. Er ist ja ein Spieler gewesen, den sehr, sehr viele Fans geliebt und gemocht haben. Deswegen tut das da in vielen Herzen nochmal mehr weh. Und auch wahrscheinlich, dass er immer nicht gespielt hat. Aber so ist halt leider das Tagesgeschäft im Fußball. Einen neuen Verein habe der Stürmer noch nicht gefunden. Doch will er aus familiären Gründen zurück in den Großraum Tokio. Ito war vor kurzem Vater geworden. Das tut weh, weil Tatsu einfach auch ein guter Mensch ist, sagte Schock. Das waren so die Eindrücke von Schock. Zudem war er gar nicht mit ins Trainingslager gereist. Das bestätigte aber auch noch nicht die Fanpage bzw. Homepage vom FCM, dass er weggegangen ist. Aber ich denke mal, das wird spätestens in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar heute, während der Aufnahme vielleicht sogar passieren. Gerade läuft nämlich das Testspiel gegen Gangwon. Da ist er nicht dabei. Ist aber auch ein Verein, der aus der Richtung kommt. Vielleicht ist da auch eine Möglichkeit. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, die kommen nicht ganz aus Tokio. Gangwon. Ich weiß gar nicht, ob es China ist oder so. Da bin ich komplett raus. Aber das kann ich nicht ganz gut unterscheiden. Aber auf jeden Fall ist es wie gesagt, menschlich auf jeden Fall ein Verlust. Zu 100%. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen auf seine Geschichte ein. Und damit fangen wir an. Tatsuya Ito war im Januar 2022 zunächst vom VV STE Troiden aus Belgien ausgeliehen worden. Im Sommer 2023 verpflichtet der FCM den Japaner dann fest. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke passte der Flügelspieler perfekt ins System von Trainer Christian Tietz. Allerdings konnte Ito zumeist nur als Joker überzeugen, wenn er gegen müde Abwehrreihen aufdribbelte. In der Startelf hatte er oft Probleme. So kam er auf wenig Spielzeit, dennoch genoss der beim Hamburger SV ausgebildete Profi eine hohe Wertschätzung beim Trainer und auch bei den Fans, vor allem durch seine Art, wie er alles gemacht hat, wie seine Art war, wenn man mit ihm gesprochen hat. Ich glaube, das hat ihn unglaublich sympathisch gemacht. Das sage ich auch nicht anders, als wenn man vor Ito steht, dann merkt man, dass er einfach ein unglaublich sympathischer Typ ist und keiner Menschenseele irgendwas zu leiden tun kann. Also das ist wirklich so. 1000%. In der laufenden Saison blieb Ito dann aber auch als Einwechselspieler zu oft blass. Im Dezember stand er nicht einmal mehr im Spieltagskader. Angesichts von nur 278 Spielminuten in 10 Zweitligapartien, kein Tor, eine Vorbereitung, kam sein Wechsel nicht mehr überraschend. Ja, das muss man auch so sagen. Leider diese Saison sind wir auch stark auf den Flügeln besetzt, muss man auch sagen. Selbst ein Taxera hat keinen Zugriff mehr richtig in die Startelf. Aber ich denke mal, das wird sich auch demnächst ändern wieder. Weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Hat aber auch Amechi ein gutes Spiel gemacht. Also wirklich die Flügelspieler, die Saison sind sehr, sehr stark drauf.
Und leider war Ito halt in einem Formtief und dann bist du halt komplett raus, leider, für eine Zeit. Vor allem auch nach Artix Comeback, da war gar nichts mehr da, was er irgendwie reißen konnte. Das ist sehr, sehr schade, meiner Meinung nach. Aber schon im Sommer hatte es entsprechende Gerüchte gegeben. Damit hatte der Verein einen Abschied des 27-Jährigen noch ausgeschlossen. Nun war der FCM angesichts der Kaderbreite und des Konkurrenzkampfs im Angriff gesprächsbereit und ließ Ito vor Ablauf seines Vertrages ziehen. Ja, das ist klar. Es gibt mittlerweile auch schon einige Gerüchte, wer denn da Ito ersetzen soll. Vielleicht kommt das auch in den nächsten Tagen. Es soll auf jeden Fall jemand aus der holländischen 2. Liga werden. Damit haben wir Erfahrung schon mit Martin Kaas hat das gut geklappt, wenn man ihn als Beispiel nehmen will. Auf jeden Fall beziehen wir noch ein bisschen bei Tatsuya die Bilanz jetzt. Tatsuya Itos Bilanz im Trikot des 1. FC Magdeburg kann sich aber sehen lassen. In 74 Zweitligaspielen schoss er 7 Tore und legte 9 Treffer auf. Das ist eine gute Quote, muss man so sagen, für einen Spieler, der von der Bank kommt. In 16 Drittligaspielen waren es 3 Tore und 4 Vorlagen. Auch wieder in Ordnung für einen Bankspieler, beziehungsweise da hat er auch oft noch Startelf gekickt. Im DFB-Pokal kommt in 5 Partien noch ein Assist hinzu. Für keinen anderen Verein lief der Publikumsliebling in seiner Karriere so oft auf wie für den FCM. Ist natürlich auch schön. Ich fand ihn bei Hamburg auch immer schon geil als Spielertypen. Finde es sehr, sehr schade, dass er sich beim FCM im Endeffekt nicht auch durchsetzen konnte. Aber es liegt auch einfach leider daran, vielleicht auch ein bisschen in seiner Größe, wodurch seine Dribblings unglaublich sind. Darauf sind die Gegner eingestellt, wenn er an der Startelf stehen sollte. Das macht es ein bisschen schwieriger für ihn vielleicht. Aber er hat es eigentlich immer ganz gut geschafft, die Saison. Leider die Dribblings komplett schlecht gesetzt. Auch von der Qualität her. Ito ist der zweite Winterabgang beim 1. FC Magdeburg. Das ist klar. Auch Hotis Leihe wurde am Freitag bestätigt, also gestern. In die 3. Liga und das offiziell von Dresden. Im Winter kam bis jetzt Alexander Almström. Und man wird definitiv auch noch Minimum einen Innenverteidiger verpflichten, der auch schon bereits unterschrieben haben soll beim Club. Soll ein Spieler von Mali sein. Da kann ich nur zu sagen, sehr wahrscheinlich Ibrahim Cissé von Schalke 04 über Leihe oder Direkttransfer. Ich denke mir eher mal einen Direkttransfer. Wäre ein guter Rotationsspieler, hat aber bei Schalke überhaupt nicht überzeugen können. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und damit schreibt eure Meinung in die Kommentare und damit ciao Leute.